Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Hallo und herzlich willkommen bei Playmocast. Hallo liebe Zuhörer und hallo Philipp. Hallo Lars. Philipp, wir haben heute eine ganz spannende Folge, die ziemlich streng geheim behandelt wurde im Voraus, kann man eigentlich sagen, oder? Ja, aber heute sind wir halt einmal im Auftrag der Majestät unterwegs. Genau. Heute geht es nämlich um James Bond. Und dazu passend haben wir den Playmobil-Artikel mitgebracht und gucken uns den gleich mal an. Eine Sache ist mir im Vorfeld noch aufgefallen, die ich für die Einleitung verwenden wollte, Philipp. Und zwar gab es letztens bei mir im E-Mail-Postfach so eine kleine Werbung. Und in der Werbung stand so sinngemäß, hey, verwenden Sie jetzt Ihr Nummernschild als Schlüsselanhänger. Kennst du das? Nein. Okay, da gibt es so kleine Gummischilder, die kannst du da an deinen Schlüsselring machen und hast dann quasi deinen Autoschlüssel neben dem Kennzeichen. Und dann dachte ich mir so, boah geil, stell mal vor, wenn dann einer den Autoschlüssel findet, dann weiß er gleich, wo er hinlaufen muss. Und dann kann er sein Auto gleich mitnehmen, ist ganz praktisch. Also, und dann steht dann auf deinem Nummernschild, also genau das Nummernschild, was du hast, oder, Genau, so oder, ist oder das dein gemacht, Name? genau. Nee, da ist ja genau das Nummernschild drauf. Okay. Ja, und ich dachte mir so, ist irgendwie ganz süß. Auf der anderen Seite, falls du es mal verlierst, dann ist das echt gefundenes Fressen. Zuerst habe ich gedacht, das ist so ein Werbeartikel oder so ein Artikel, wie du an der Tankstelle kriegst, für 4 Euro, weißt du? Ja, Und dann hast du da so ein Glas auf Nummernschild Gedöns, das ist auch süß, ja. was dann, weiß ich nicht, nach 3 Monaten abfällt, weil das Plastik da kaputt ist. Ja. Und es gibt ja immer wieder so Schlüsselanhänger, ne? Gerade Tankstelle ist ja prädestiniert dafür, wo du dann irgendwie, eine Autobahnraststätte, so, wo du dann irgendein Schnulli, Tasse mit Ja. Berufsbezeichnung, ich bin ein, weil und bla 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 bla. Hm. Und gut. Es gibt da 2 verschiedene Arten, glaube ich. Ja. Den einen ist das ganz, ganz wichtig, was auf ihrem Nummernschild drauf ist. Ja. Und den anderen geht es komplett am Arsch vorbei. So. Zu welcher Gruppe gehörst du? Ich hätte gesagt, das erste. Also ich hatte noch nie ein Nummernschild, was nicht irgendwie customized war. Also im Sinne von, ich hätte gerne die und die Kombination. Gibt es das noch? Ja, gibt noch. Okay, nehme ich. Ne? Hm. Hat natürlich den Vorteil, wenn du das Nummernschild nach deinen Vorstellungen gestalten lässt und du dazu eine super Eselsbrücke hast, musst du danach nicht komische Schlüsselanhänger kaufen. Das stimmt, ja. Weil du es dir merken kannst. Ja? Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, ja. Ja. Absolut, ja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind James Bond. Dann haben wir nämlich ein Problem, aber auch einen Vorteil, also zumindest aus Sicht von Geheimagenten. Und zwar haben wir diesen Vorteil ja auch bei dem Artikel, den wir mitgebracht haben. Das ist nämlich der Artikel von Playmobil mit der Artikelnummer 70578. Und zwar hast du bei dem Aston Martin DB5, der zu dem Set gehört, der Aston Martin von James Bond, 3 verschiedene Nummernschilder, die du drehen kannst. Und dann ist natürlich die Frage, brauche ich dann 3 verschiedene Schlüsselanhänger oder wie mache ich das? Also, das ist nicht so einfach. 3 verschiedene Schlüsselanhänger ist mein erster Gedanke. Wolfgang Petri, Freundschaftsbänder. Ja, stimmt. Wolfgang Petri, muss ich ganz kurz erzählen, war damals auch ein Thema in diesem tschechischen Ferienlager, in dem ich war. Aus Folge 4, glaube ich, oder? Ich glaube, Folge 4 war es. Ja, Folge 4. Wegen dem Oberlippenbart und dem Fukuhila. Ja, genau. Nee, pass auf. Wir hatten damals in dem Ferienlager, bei dem ich noch rausfinden wollte, wie der Name war, also in welchem Ort das stattgefunden hat, habe ich bis heute nicht gemacht, werde ich aber noch nachreichen. Da gab es einen Typen in dem letzten Bungalow, der war richtig cool und der war Wolfgang Petri-Fan. Und dann haben wir teilweise auch Lieder von Wolfgang Petri gehört. Auch ein bisschen schwierig, aber so unterm Strich, wenn man ehrlich ist, hat er richtig, richtig geile Lieder. Wie alt war der? Der war in meinem Alter damals so 11 oder 12. Ja, das ist noch okay, da ist man noch gefärbt. Im Musikgeschmack vielleicht von seinen Eltern. Ja. Das kann sich vielleicht 1, 2 Jahre später verwachsen haben, ne? Ja. Oder er ist begeistert davon und zieht die Nummer durch, ne? Man weiß es nicht. Alles gut, wenn er dazu steht, ist doch alles super.
Ja, Also schlimmer wäre ja, wenn er das nur für sich im stillen Kämmerlein das stimmt. hört. Und ja, nach außen macht er hier den Harten. Ja. Nach Ja. außen tut er so, als würde er die Venga Boys hören. Die Wenger Boys mit dem Wenger-Bus. War ich ein Riesenfan. Also hier muss ich mich mal outen an diesem Podcast. Öfter, Boom, wenn ich boom, boom, unterwegs boom. bin. Ja, genau. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also hier ist ein richtiger Venga Boys Fan. Wenn jemand mal von den Venga Boys zufällig zuhört und hier Gast in dem Podcast sein möchte, einfach Bescheid sagen. Kein Problem. Ja. Also du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, hier dein Nummernschild zu ändern. Genau, Und du kannst dich dann natürlich für deine Verfolger tarnen. absolut. Genau. Und du hast das Modell zu Hause, ne? Ich habe es zu Hause, genau. Ich habe das komplett da mit allen 4 Figuren und auch natürlich mit den Goldbarren. Ja. Die Goldbahn Die habe ich dürfen nicht auch. fehlen. Die habe ich da auch. Ja, Ja, ich habe sogar mehr als 4. Also kann man auch nie genug von haben. Ja. Aber jetzt muss ich dich natürlich noch mit ein, zwei Fragen zu der Kiste bombardieren, ja. ja, Auf den Produktfotos, die ich jetzt sehen konnte, da kann man ja sehen, dass du hinten das Nummernschild drehen kannst. genau. Dreht das vorne auch? Genau, vorne geht's auch. Du hast da 3 verschiedene Nummernschilder. Also das ist original aus dem Film. Also Ja. so wie man das Auto mit den Nummernschildern auch kennt. Du hast einmal das französische Nummernschild, einmal das englische und einmal, boah, eins fehlt noch. Ist das andere italienisch? Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist das englische und das französische dabei. Okay. Und ein deutsches nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Also ich habe auch gerade überlegt, ich weiß jetzt gar nicht, was das dritte Nummernschild war. Das fällt mir auch nicht ein. Egal. Woran machst du es eigentlich fest, dass es ein französisches Nummernschild ist? Da wüsste ich jetzt, stehe ich gerade echt auf den Schlauch. Also schwarz-weiß ist es, ne? Schwarz-weiß ist jetzt England oder was? Ist aber auch nicht England, ne? Das ist das alte britische. Das alte britische. Okay. Ich glaube ja. Ich weiß aber auch nicht. Also ich kenne das nur aus der Produktbeschreibung. Ich habe die Autos in der Kombination mit den Nummernschildern gesehen. Aber ich wusste jetzt nicht, okay, das ist hier Frankreich, das ist England. Also das habe ich dann auch erst gelesen. Ja. Ich meine, so ganz unauffällig ist es ja nicht, ne? Also jetzt nehmen wir mal an, du fährst von England durch den Ärmelkanal mit deinem DB5 und willst nicht erkannt werden. Mhm. Und auf französischer Seite änderst du dein Nummernschild, dann hast du doch immer noch einen Linkslenker. Das auf jeden Fall. Das spricht ja erstmal nur dafür, dass du aus Großbritannien kommst, Das ne? ist eine Importkarre, ne? Aber ist trotzdem da angemeldet, ne? Genau, ist da angemeldet, ist aber ziemlich auffällig, finde ich, als Auto. Also Aston Martin DB5 war ja in den 60ern, als der Film rauskam, ja jetzt, also 1964, jetzt auch keine Standardkarre, ne? Also es war schon ein Sportwagen und der fällt natürlich auf. Problem ist aber, glaube ich, bei James Bond, der ja eigentlich ein Geheimagent ist, der meistens aber schon irgendwie dann doch von den Leuten erkannt wird als James Bond. Und dann stelle ich mir in den Film dann auch oft die Frage, ja, okay, irgendwie hat er vielleicht so ein bisschen seinen Job verfehlt, weil ja jeder irgendwie trotzdem schon im Vorfeld weiß, dass er James Bond ist. Also das ist natürlich ein komisches Detail dann immer. Und so ein Auto ist wirklich sehr, sehr auffällig, ne? Also als Rechtslenker, das ist schon auffällig. Unauffällig, auffällig. Ja. Genau. Ich habe dich gerade gar nicht gefragt. Zu welcher Fraktion Nummernschild gehörst du denn? Customized oder? Ich habe meins tatsächlich original gelassen, weil ich dachte, oh, das ist James Bond, dann lassen wir das Nummernschild mal so. Ich habe auch ganz lange überlegt, Ich ob meine ich privat den. an deiner Rennsemmel. Ach so, okay, ich dachte als James Bond hier im Sinne des Customizing von Playmobil-Autos. Nee, nicht umlackiert. Oder hast du den auch umlackiert? Nee, wollte ich erst, aber habe ich dann nicht gemacht. Ah, das ist okay. Zu viel Chrom, ne? Ja, sieht so gut aus, ist einfach zu elegant und ist einfach James Bond und in Weinrot oder in Grün wäre der irgendwie nicht mehr passend, finde ich. Ähm, ich hab gerade überlegt, ob mir so eine dumme Kombination einfällt, so eine dumme Kom Kombination aus Zahlen und Buchstaben, aber dann mache ich, glaube ich, irgendwo selber ran. Ah, das ist ja bei uns ganz groß Mode, ne? Ja, ja. Und Ja. dann gibt es auch immer diese kleineren Nummernschilder, die dann teilweise viel zu klein sind fürs Auto, aber Hauptsache, die sind irgendwie 30 mal 30 Zentimetern, sind die da dran. Ja. Bei uns in direkter Umgebung hast du ja auch den Kreis Segeberg, Ah ja, Abkürzung SE. ja. Und du kannst dir natürlich vorstellen, was andere Leute sich darauf dann aufs Nummernschild zimmern.
Da, da können, passend zum Thema, wir sind auch direkt mit dem Nummernschild und dem Anfang schon mitten im James Bond-Thema. Da könnte natürlich, ja, vielleicht so ein Buchstabe folgen, der so ein bisschen später im Alphabet kommt, oder? Ja, vielleicht sogar auch zwei. Ne? Also, Ja, dann ist der Herr halt, der wollte sich dann natürlich die XY-Gleichung, ja, ne? Ist 1969 geboren worden. natürlich, ja, Das, zufällig. genau. Aber wir wissen alle, obwohl vier Nummern geht ja, ne? Vier, genau. Aber dann Mhm, hat er sich dann irgendwie doch dazu entschieden, bloß die 69 zu nehmen. genau, nicht mehr modernes Jahr noch anzugeben, also das Jahrhundert. Genau. Ja, Es gibt, es gibt kaum ein Nummernschild. Also durch einen Heidepark-Soltau-Aufkleber auf der Heckstange könnte er sich weniger für mich in eine Schublade zwängen als damit. ja, Ne? das ist schon schwierig. Also Mhm. das ist schon heftig. Naja, gut. Ich hätte jetzt gesagt, hättest du jetzt gesagt, ich habe ein Q auf dem Nummernschild, wäre das ja auch eine super Überleitung gewesen. Einerseits gibt es ja Q als Filmfigur, ne? Genau, ja. Und für mich ist Q immer das Sinnbild eines, wollen Sie ein Nummernschild haben? Nee, nee, ich nehme irgendwas. Mhm. Weil dann sagt die Sachbearbeiterin, will sich das nämlich leicht machen und weiß ganz genau, es gibt fast nichts, was mit einer Kombination Q irgendwas ist. Ja, Und stimmt. dann wird einfach QD, dann weißt du schon, okay, von QA hat sie schon wenig Erfolg gehabt, die ist mittlerweile schon bei QD angekommen. Und da findest du immer irgendeine Nummer und kann den Vorgang ohne lange zu suchen ratzifatzi abschließen. So. Ja, ganz kurz zu dem Thema. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei Sixt und der hat mir gesagt, also das ist zumindest hier bei uns im Kreis so. Sixt hat ja immer M, also immer München. Mhm. Und Sixt-Autos erkennst du meistens dadurch hier, dass auf dem M ein A und Q folgt, also MAQ. Das ist oft ein Nummernschild von Sixt. Ganz witzig, dass du das mit dem Q gerade sagst. Warum AQ? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das eine seltene Kombination einfach. Oder vielleicht dachten die, oh, das sind die Leasingfahrzeuge von Sixt, die versehen wir mit den Nummernschildern. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Rolle dabei spielt, weiß ich gar nicht. Ja, nicht, dass ich hier irgendjemanden in meiner Theorie äh, ja was Falsches zugesprochen habe. Nee, nee, Ne? nee, das kann nicht passieren hier. Mm. Mm. Ist natürlich jetzt total die Verschwörung. Sobald ich jetzt ein AQ sehe, denke ich immer so, na, Sixt, Leasingkarre, wa? Okay, also wir haben auf jeden Fall die wechselbaren Nummernschilder. Mhm. Wie machst du das immer? Du hältst an auf der Raststätte und klebst um, oder? Ja, ja, ich bin eher der Umkleber, also wenn ich mal irgendwie was Kriminelles mache, Ja, privat, ja. dann ja, umkleben ist schneller als abschrauben, oder? Ja, meistens sind die ja eh bloß gesteckt, ne? Ah ja, Mittlerweile, mhm. ja. Aber das nimmt jetzt ja wieder zu. Nicht nur das 9-Euro-Ticket ist vorbei, auch der Tankrabatt. Und jetzt hast du natürlich die Tankstellen, Diebstähle Die sich häufen. sind jetzt wieder am Aufkommen, ja klar. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, Ja, bei 2 Euro, glaube ich, ne? Also von, ich weiß nicht, wir hatten letzte Woche noch 1,64 für den Liter Super. Jetzt haben wir, glaube ich, 1,98, letztens 1,92. Also da ist eine kleine Lücke entstanden, ne? ja, Ganz heute komisch. Morgen über 2 Euro bei uns auf jeden Fall. Ah Also ja, eine Sache, die James Bond natürlich nicht als Problem hat. Der wird einfach hin, absolut nicht. Genau. genau, ändert sich Ja. auf französisches Nummernschild, tankt und düst weg. Ja, ganz klar. Ganz, ganz fix, genau, ja. Ja, dafür wird es sein. Auf jeden Fall das bessere Anwendungsbeispiel als ich fahre über die Grenze und will mich in Frankreich tarnen. Der Tankrabatt, der schon 1964 im Film Goldfinger stattgefunden hat. Ja, aber die Kiste hat natürlich noch andere Features. Ja, ja, die kann richtig viel. Sie kann richtig viel. Kann diese Stoßstange nach vorne raus? Genau, die kann rausschieben, genau. Und Ja, das ist dann dieser RAM-Schutz oder wie? genau sowas ist das, genau. Ja. Also hat so eine Stoßfunktion auch. Aha. Also ganz modern, kommt im Film auch zur Geltung. Also ist ja, ein wichtiges Feature, ein wichtiges Gadget im Film. Und was auch cool ist, was auch ein anderes Gadget ist, was sehr, sehr besonders an dem Wagen hier ist, sind ja, ich weiß gar nicht, diese Schraubenköpfe, die sich aus der Felge manövrieren.
Damit kannst du fremde Reifen dann aufschlitzen und wie gesagt, ist auch Bestandteil des Films, des 1964er Films, da sieht man das auch. Also schon sehr am Original gehalten und ich war auch wirklich selber verblüfft, als ich das Modell gesehen habe. Ich dachte schon, die Form und die Farbe ist cool. Ich mag diesen Kunststoff nicht so richtig. Das ja, also sieht sehr, sehr glänzend aus, wenn man die Bilder sieht. Mhm. Aber sieht ein bisschen aus wie so ein matter und stumpfer Kunststoff. Also hätten sie ein bisschen besser lösen können, weil das ja eigentlich so ein richtig cooler Metallic-Lack ist bei dem DB5. Ja gut, Metallic lässt sich schwierig umsetzen im Spritzgussverfahren, ne? Ja, das ist vielleicht das Problem, genau. Also so sieht es ein bisschen stumpf aus, aber sonst sind wirklich alle Features, die zu dem Auto gehören, richtig gut integriert. Musst du wohl doch noch mal lackieren. Ja, Thema Sternfelge oder ich sag mal ausfahrbare Reifenkiller. Ja, Ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein Gadget gewesen, was neu war, ne? Also ich meine, das hat sich schon ungefähr, weiß ich nicht, auf jeden Fall schon vor Christus hat sich das schon umgesetzt und war mit eines der Standards-Features bei den Römern, oder? das weiß ich gar nicht. Da habe ich gar keine Ahnung von. Also ich meine, das gab es schon in der Arena mit Mhm. Pferdewagen und dann mit so einem Streitwagen. Ah ja, Und wenn die dann zu dicht kam, dann hat sie Knie weggesäbelt oder den anderen die ah ja, Speichen. ja. Ja, Ja, wird vielleicht dadurch inspiriert sein, ne? Vielleicht jetzt mit dem Vorteil. kommt alles wieder. Wisst Kommt ihr? alles wieder auf Kommt jeden Fall. alles wieder. Du kannst das Rad nicht neu erfinden, heißt es ja nicht Nee, umsonst. nee. Ja, Also ist wirklich ein cooles Modell. Ist ein Schleudersitz dabei, ne? Als Feature. Der gehört auch dazu. aber auch nur für den Beifahrer. Genau, Nur für den genau, ja. Beifahrer. Nur für den Beifahrer, der da rausgeschleudert wird, genau. Hast du schon mal einen Beifahrer Ähm, gehabt, den du gerne rausschmeißen hättest wollen über diese Art und Weise? puh, da will ich mich jetzt gar nicht, gar nicht weiter zu äußern. Ähm, ja, privat selten, glaube ich. Ja. Also wenn dann schon sehr lange her, beruflich dann ja schon eher, aber das ist, glaube ich, das führt zu weit. Wie sieht's bei dir aus? Gibt es da Leute, die du manchmal umherfährst, bei denen du dir so denkst, muss jetzt nicht unbedingt länger mein Fahrgast sein, aber ist vielleicht auch ein schwieriges Thema für einen Podcast, weil das ja schon doch schon am Ende öffentlich ist. Naja, würde auf jeden Fall irreparable Schäden verursachen. Ja, Und ist dann immer ein bisschen blöd, ja. Ja, so ein Auto ohne Dach ist natürlich dann bei Autoscout auch schlecht verkäuflich. Von daher schwierig, da irgendwas rauszuschmeißen. Ich glaube, das ist der klassische Weg. Kannst du mal bitte kurz in der Tanke was holen und dann einfach wegfahren. Ist dann, glaube ich, besser. Ne? ja, Äh, ja. Nicht weniger verwerflich, aber das würden wir natürlich nicht machen. Im Praxischeck ist das Feature cool, aber schlecht einsetzbar, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja. Da musst auch dauernd zu Q fahren. Q ist ja meistens gespielt von Desmond Llewellyn, in den Filmen ja gar nicht so oft vertreten. Also der muss dann echt auch Zeit haben, muss sich um dich kümmern und muss dann dein Dach reparieren. Und Q ist ja da auch immer eigentlich ganz froh, wenn du die Sachen, Heile nach Hause bringst. genau, wenn du die Heile nach Hause bringst, was irgendwie nie passiert, aber da will man sich ja auch nicht die Beziehung zu ihm verderben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Das stimmt. Ja, und wenn man den Feind oder den Widersacher nicht im Auto hat und unterhalb einer Brücke den Schleudersitz betätigt hat, sondern die sich ja im Nacken befinden, also Verfolgungsjagd und von hinten Hm. eventuell schießen würden, dann muss man sich natürlich auch schützen. Genau, und zwar gibt es da so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man es am besten sagt, Philipp, so ein Schutzschild. Jo, Genau, das kommt aus dem Heck des Autos und schützt vor Einschüssen oder zumindest schützt davor, getroffen zu werden, denn die Einschussstellen sind in diesem Fahrzeug schon vorhanden, also schon abgebildet, was dann darauf hindeutet, dass dieses Schutzschild ja dann auch seine Arbeit getan hat und auch ein cooles Feature, sieht man auch im Film, von daher ist das eine richtig runde Sache, finde ich. Also ein schönes Auto und sehr, sehr gut umgesetzt. Philipp, wenn du dir das Auto anguckst und jetzt so schaust, ja, ist ja schon ein Klassiker, so ein britischer Klassiker, wäre das ein Auto, für das du dich interessieren würdest? Also generell jetzt unabhängig vom Preis und von allen anderen Extras, aber findest du das Auto cool? hm.
Also, es ist auf jeden Fall ein schönes Auto und eine Runde mit Fahren wird auch Spaß machen. Hm. Dieser Heckschutz ist auch ganz cool. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, beschossen zu werden, aber im Autokino für Privatsphäre zu sorgen, ist auch nicht schlecht. äh, aber im Hauptpraxistest würde der bei mir, glaube ich, durchfallen. Okay. Ich glaube nämlich nicht, dass der mit eingefahrenen Schussspiegel hinten in der Lage ist, beim Baumarkt die 2 Meter Dachlatte zu transportieren. Okay. Ja, Und das muss ein Auto irgendwie können. Also, okay. Da genau. verstehe ich. Also der fällt da durch. Der hat Da verstehe ich den Punkt. ja, hat zu wenig Liefereigenschaften, muss man ganz klar Ja, sagen. ja, ja. Hm. Ja. Ist auch eher so ein Auto für Singles, glaube ich, ne? Also für Singles, die jemanden beeindrucken wollen. Ich glaube, so wie James Bond, für den war das genau das richtige Auto. War schnell, elegant, so wie James Bond eben auch. Und ich finde, da passte ganz gut. Beim Autokino auch mit Dame auf dem Beifahrersitz. Vielleicht auch nicht schlecht, weil James Bond war ja genau der Typ, der sich dann so verhalten hat. Ja. Da können wir später noch ganz kurz drüber reden. Also da ist das, glaube ich, genau das richtige Der wird Auto. eh rausgezogen. Sobald er in einer größeren Stadt ist, kommt die Soko Autoposer und dann holen sie ihn raus. Ne? Aber gut, Ja, ja, der. dafür kann er dann immer noch. Er hat ja eigentlich nur Offensivwaffen, ne? Also Reifen Ja, zerschlitzen. Ähm, mhm. Er hat jetzt nicht diesen klassischen, sage ich mal, Verfolger abschütteln, Ölspur oder Reißzwecken, die er hinten oder so eine Reifenkiller, die er Ja, nach hinten wegmacht. Das hat er ja nicht dabei, ne? ja, hat er hier im Playmobil-Set nicht dabei. Im Film gibt es ihn natürlich. Ach so, Ah, das ist natürlich okay. genau, so ein Detail, was hier nicht umgesetzt werden konnte. Weißt du eigentlich, dass es also sage ich mal, diese Reifenkiller, Reißzwecken, Gedöns gibt von Playmobil? Nee, aber ich kann mir vorstellen, also wenn es die gibt, dann irgendwo bei den Top Agents. Ja, richtig. Ah, Ja, okay. also gibt es tatsächlich, ne? Ah, krass. Ja, ja, genau. Aber gut, wenn sich James Bond seines Widersachers entledigen will, macht er das natürlich anders, ne? Also so ein alter DB5, der hat natürlich auch noch eine Handbremse Hm. und nicht so eine wie mein Auto hat, wo du bloß noch einen kleinen Hebel hat und alles hydraulisch passiert und du keine Möglichkeiten mehr hast für einen U-Turn. Hm. James Bond kann das natürlich, der macht dann mal fix eine 180-Grad-Drehung. Und ja, jetzt müsstest du mir bloß noch beantworten, wo dann der Schalter sitzt für die Raketenwerfer, die er vorne drin hat. Das ist eine gute Frage, ne? Die kann man natürlich nicht steuern. Also zumindest im Playmobil-Set ist das nicht steuerbar. Wäre natürlich cool, wenn das funktioniert, aber die kann man nur manuell rausziehen. Also muss man das irgendwie spielerisch simulieren. Oh, da muss ich aber auch sagen, bei Top Agents geht das. Ah, das ist cool. Ja, das ist echt ein Am Vorteil, ne? Rückspiel. Aber gut, komm, Am alles gut. Rückspiegel. Ja, ich glaube, bei der Top Agents Kiste gibt es da irgendwie auch am Rückspiegel, nee, Seitenspiegel, glaube ich. Ah, okay. Kannst du da was machen? Da gibt es, glaube ich, 2 Hebel und dann schießen die los. Also hätte ich jetzt fast erwartet. Aber gut, Hm. ist egal. Der Vitrinensammler ist ja eigentlich eher ein Auto für die ältere Generation, oder? Würdest du es so sagen? Ja, absolut, finde ich auch. Ja, ich glaube, wenig Kinder möchten das Modell haben. Ich glaube, du musst schon so einen gewissen Bezug da mitbringen und musst dann schon sagen, okay, also Goldfinger kenne ich, Goldfinger ist Sean Connery, Goldfinger ist Gerd Fröbe, also der Bösewicht, der deutsche Schauspieler, der Goldfinger damals verkörpert hat. Goldfinger sowieso, glaube ich, einer der besten Bond-Filme, wenn nicht der beste überhaupt. War ja lange der Bond-Film, der die besten Einspielergebnisse hatte und ja, war einfach ein relativ zeitloser Klassiker, den man auch zu jeder Zeit gucken kann. Finde ich perfekter Film, aber natürlich eher für die älteren Zuschauer ein Thema. Eigentlich auch noch für Leute, die älter sind als wir, weil wir damit vielleicht in unserer Kindheit jetzt nicht unbedingt den besten Bezug hatten oder Kontakt. Also Goldfinger habe ich relativ spät kennengelernt. Bei mir war es damals Pierce Brosnan, das war mein erster James Bond, also GoldenEye 1995. Den Film habe ich, glaube ich weiß nicht, 5 oder 6 Mal geguckt. Ich weiß gar nicht, wer dein erster James Bond war. Oh, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich hätte jetzt gesagt, bewusst auf jeden Fall Pierce Brosnan. Ähm,
Aber für mich ist James Bond auch so ein typischer, ich weiß nicht, was ich gucken will, Film. Und du sitzt irgendwie 20:15 Uhr auf der Couch, Hm. zappst durch oder noch später, egal wann, ja. Ja. Bleibst denn da und findest halt einen Bond-Film. Und bleibst dann da halt kleben. Weil kannst nichts mit Hm. verkehrt machen. Und dann könnte es durchaus auch sein, ich sag mal, irgendwie mal auf der Couch gesessen und meine Eltern haben durchgeschaltet und es war ein Roger Moore-Film. So, Ja. vielleicht relativ spät, weißt du, so Hm. die erste Dreiviertelstunde ist schon rum vom Film. Und dann Ja, ja. kommst du da irgendwie so rein und siehst den charismatischen, ja, ich sag mal, Frauenheld, muss man ja so sagen, ne? Also in den alten, Ja. in den alten, in den, wie willst du es auch anders sagen? Ja, ich meine, die Filme sind ja über eine sehr, sehr breite Zeitspanne entstanden Hm. und in den über 50 Jahren ist natürlich auch die Gesellschaft im Wandel gewesen. Hm. Und da ist natürlich auch ein Bild, was da projiziert wurde, was jetzt heute nicht mehr so ganz in die Zeit passt, ne? Ja, das stimmt. Ja, hat sich ja viel getan. Und ich finde also, gerade weil du jetzt Roger Moore angesprochen hast, der ja mit 7 Filmen irgendwie die meisten auch hat, Roger Moore ist so die Person oder der Schauspieler, der James Bond verkörpert, den ich am wenigsten leiden kann und am wenigsten mag, weil ich finde, die Rolle ist irgendwie nicht authentisch. Das Problem, was ich bei Roger Moore irgendwie immer hatte, ist, dass er einfach viel zu alt war, schon während seines ersten Films. Also das war echt ein bisschen schwierig irgendwie. Er hat ja 73 angefangen mit Leben und Sterben lassen und ich fand ihn da schon einfach viel zu alt. Also weiß ich nicht, das ist immer natürlich eine ganz individuelle oder subjektive Betrachtung und viele sagen, ja, Roger Moore ist der beste James Bond, der war verdammt charismatisch und komplett edel. Hm. Sehr, sehr elegant, finde ich auch, ist auch elegant, aber durch sein Alter fand ich, war er auch so ein bisschen physisch eingeschränkt und wirkte einfach nicht wie ein Geheimagent, also wie ein Geheimagent, der vielleicht auch mal physisch aktiv werden müsste. Und deswegen fand ich die Rolle irgendwie so ein bisschen unauthentisch und hatte Ja, damit immer so ein bisschen Probleme. Also Roger Moore ist so der James Bond, den ich am wenigsten mag. Und problematisch ist dann, glaube ich, auch eine Sache, die bei allen James Bond Schauspielern ja zwangsläufig mitschwingt, und zwar ja dieser Umgang mit Frauen. Und ich glaube, bei allen ist das ein Problem. Bei Roger ja, Moore ist es dann irgendwie richtig, richtig komisch, wenn er mit seinen gefühlt 60 Jahren irgendwelche 20-jährigen Frauen mit irgendwelchen Billo-Sprüchen anmacht. Und ja, das ist ja. wirklich sehr, sehr kritisch. Also Frauen wurden dann nur als Mittel zum Zweck benutzt und das war es dann irgendwie auch. Also ziemlich schwierig, aber wie gesagt auch ein Problem, das alle James Bond Schauspieler hatten. Natürlich ist dabei egal, wie alt man ist. Also das ist immer eine ziemlich billige Nummer. Aber Roger Moore und 20-jährige Frauen, das war echt also ganz schlimm. Außerdem, was mich bei Roger Moore so ein bisschen gestört hat, ist seine komödiantische Art. Also er hat ja irgendwie während der 7 Filme dann James Bond immer so ein bisschen mehr Komik verleihen wollen und das stört mich in den Filmen Naja, auch er musste halt komplett. mit Humor glänzen, weil die Muckis hat er halt nicht mehr gehabt. Das, Äh, also, ja. und wäre vielleicht auch nicht angekommen, hätte er noch einen achten Film gedreht, der den hieß James Bond 007. Sugar Daddy will es nochmal wissen oder sowas. Aber Ja. hätte er sein können, ne? Ja, und das Problem war ja damals, dass nach Roger Moore Timothy Dalton kam. Bei Timothy Dalton fehlte mir immer so ein bisschen der Charme, irgendwie so der Witz, den Pierce Brosnan hatte und auch so ein bisschen die Eleganz, die Sean Connery eben mit sich Mhm. trug. Ja, und ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten die Ultimate Collectors Edition bekommen mit allen Filmen zum James Bond Jubiläum. Und dann hatte ich natürlich nochmal die Möglichkeit, alle James Bond Filme zu gucken. Also die meisten kannte ich ja, ein paar habe ich noch nicht gesehen. Ja. Und dann hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, die Timothy Dalton Filme zu sehen.
Ja, und mittlerweile gefällt mir Timothy Dalton eigentlich so mit am besten. Also Timothy Ja. Dalton ist mittlerweile somit mein Lieblings-James Bond. Hätte ich damals nie gedacht, aber ich finde, die Umsetzung ist einfach ziemlich gut. Viele Fans waren anfangs so ein bisschen gegen seinen Spielstil oder gegen seinen Darstellungsstil, weil er ja sehr, sehr ernst wirkte, also ganz anders als Roger Moore. Und weil er auch so ein bisschen rachsüchtig wirkte, was aber natürlich mit der Geschichte auch so ein bisschen zu tun hat oder mit den Vorgängen, die in seinen Filmen passieren. Ja, aber Timothy Dalton ist wirklich ein richtig cooler Schauspieler einfach und gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut. Auch Caroline Bliss als Moneypenny gefällt mir da wirklich am besten. Also macht einfach Spaß, die Filme zu gucken. Leider hat er davon nur 2 gespielt. Er hatte ja irgendwie einen Vertrag, glaube ich, für mindestens 3 Filme, aber dann wurde der dritte Film immer mehr verschoben und der zweite Film von Dalton war ja schon ja, ein richtig herber Rückschlag und hat ja auch fast das Ende der Bond-Ära bedeutet, weil die Zahlen einfach nicht mehr gepasst haben und dann hat man versucht, Pierce Brosnan schon ein bisschen früher zu holen, der musste aber noch Remington Steel zu Ende drehen und ja, jetzt erst im Nachhinein, jetzt wo man auch ein Fan der Spielart von Daniel Craig wurde, also eine ernstere Rolle als oder einen ernsteren James Bond kennengelernt hat, sind dann viele James Bond-Fans dann doch mittlerweile Fans, würde ich mal sagen, von Timothy Dalton. Kannst du nichts machen. Er kann sich zumindest sagen, ich bin jetzt nicht der schlechteste James Bond. Schließlich habe ich immerhin 2 Filme gemacht. Äh, genau, also es gibt ja noch. Ja, genau, es gibt ja noch George Lazenby, der dann Genau. 1969 nochmal übernommen hat, kurz nach Sean Connery in dem Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Der hatte leider nur einen James Bond-Film. Ist rückblickend betrachtet, glaube ich, ein sehr, sehr guter James Bond-Film. Auch der Film, in dem James Bond heiratet, also auch eine Besonderheit bei der Filmreihe. Lazenby war ja eigentlich Model, war gar kein Schauspieler, sah gut aus, hatte ein charismatisches Gesicht und überzeugte Albert Broccoli, den Regisseur, unter anderem durch seine physische Präsenz, weil er beim Dreh einem Stuntman den Arm gebrochen hat. Also das fand der Albert Broccoli anscheinend ziemlich beeindruckend und ja, dann hat der Australier Lazenby leider nur einen Film bekommen, was hinten raus, glaube ich, ein bisschen ja, dünn wirkt. Sean Connery kam dann nochmal für seinen 6. Bond-Film zurück, also seinen 6. und letzten Bond-Film. Der wollte sich ja von der Rolle des James Bond auch so ein bisschen distanzieren, weil er das Gefühl hatte, dass er permanent darauf reduziert wird. Und ja, er wollte einfach ein paar neue Wege gehen, schauspielerisch, war so ein bisschen satt, hat dann irgendwie auch mehr Geld gefordert und kürzere Drehtage hatte alles bekommen, aber am Ende blieb es dann bei Sean Connery auch bei den 6 Filmen. Tja, ich kenne den noch nicht mal, ehrlich gesagt. Ja, der ist mir so nie präsent gewesen. Also Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, alle irgendwie präsent und Hm. verbinde ich auch mit der Rolle. Ich habe gewusst, dass es mehr sind, aber den hätte ich ja komplett, Ja, ist mir vorher niemals irgendwie aufgetaucht. Ne? Ist ja aber auch nicht mehr so, dass du so einfach an Filme rankommst oder die noch guckst. Ich meine, 1969 ist ja schon ja, recht alt. Ne? ja, das Problem ist ja auch, dass all diese James Bond-Filme der Eon-Reihe ja nirgendwo zu finden sind. Also die sind nicht bei Amazon Prime, die sind nicht bei Netflix, die sind nicht bei Disney Plus oder sonst wo, sondern meistens sieht man Bond-Filme ja eigentlich nur im Fernsehen, wenn die Ja. abends irgendwo laufen oder man vielleicht durchseppt und zufällig mal einen James Bond-Film sieht. Oder man ist wirklich richtiger Fan und hat dann so eine Collectors Box und kann sich dann die Filme angucken und kennt dann vielleicht auch George Lazenby. Wie hast du denn deine Collectors Box jetzt bekommen? In DVD oder in Blu-ray? In DVD. Also ich bin ein riesen DVD-Fan. Hab aus der damaligen DVD-Zeit immer noch meine alte Sammlung. Also finde das richtig, richtig cool. Mag ich einfach. Damals gab es ja dann ja die ganzen Blu-ray-Filme und ich dachte so, ja, ist irgendwie Next Step, aber dafür nicht besser irgendwie. Also ich habe da die Neuerung, die Verbesserung, die da vielleicht mitschwingen sollte, irgendwie nie so verstanden, habe die nie so gesehen. Und deswegen, ja, bin ich da
bei den DVDs geblieben, kaufe mir immer noch DVDs ab und zu und mag die einfach, ja. Also da bin ich voll auf der DVD-Seite. Wie ist das bei dir? DVD steht ja für Duschen, Vögeln, Duschen. Was ist das eigentlich? Habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, Aus dem Single-Lifestyle so. ja, genau. Da gab es doch immer diese Unterhaltung, diese SMS-Unterhaltung vielleicht damals noch. Hast du Lust auf einen DVD-Abend? Ja, genau. Ja, ich habe damals Mhm. auch DVD-Abend gemacht und wir saßen da mit mehreren Leuten auf der Couch. Ja, Okay, das ist eine andere Geschichte. eine Geschichte. Ja. Ich habe tatsächlich beides, also sowohl DVD als auch Blu-ray. Wir haben im Wohnzimmer halt ja, einfach bloß eine Konsole, klassisch eine Xbox, und die kannst ja abspielen. Ja, dadurch, dass wir dann beides abspielen konnten, haben wir uns niemals festgelegt, wenn mal ein Film ins Haus gewandert ist, ob wir den jetzt auf dem einen oder auf dem anderen Format Hm. beschaffen. Wir haben auch mal eine Zeit lang schön gesammelt, gerne sowas wie Mediamarkt und dann oder Saturn oder wie es auch immer heißen, und dann gab es ja meistens so eine Grabbeltische, ne? Und dann kannst du irgendwie so, such dir 3 Stück aus, bezahl 2. Und dann war so, ja komm, lauf mal durch die Gegend. Dann hast du dir so 5, 6 Dinge rausgeholt, meine Frau auch. Und dann haben wir uns halt wieder getroffen und haben gesagt, okay, welche davon nehmen wir jetzt mit für den nächsten gemeinsamen Filmabend oder sowas, ne? Ja. Im Zeitalter des Streamings ist natürlich das irgendwie, ist das weg, ne? Ich meine, wer geht jetzt noch hin und kauft sich eine DVD? Also wir machen es aktuell nicht mehr. Hm. Wir kaufen durchaus noch Filme, dann über Prime oder wie auch immer, dass du den dann gucken kannst. Aber richtig los und DVD gucken tatsächlich bei uns nicht mehr der Fall, ne? Hm. Obwohl es natürlich einladend ist. Hast du auch so ein richtiges DVD-Regal, wo du dann alles so drin hast? Genau. Und Genau, da sind geordnet alle nach möglichen Farbe oder Sachen nach drin. Genre? Meistens nach Genre, also früher immer Ja. nach Genre. Ganz unten waren so American Pie Ja, und diese ganzen Filme, die so ein bisschen, ja, für die, so die heitere Unterhaltung war da. für die heitere Ja, Unterhaltung. ja, American Pie war schon ganz witzig, ne? War jetzt nicht zu doll und auch ziemlich lustig. Ich weiß gar nicht, was da unten noch so stand. Aber Horizontalwestern. nee. Nee, so nicht, nee. Nee, ich überlege gerade, was da noch so war. Western hatte ich auf jeden Fall auch ganz, ganz viel. Da war eine ganze Palette vorhanden und sonst habe ich es irgendwie versucht, so nach Genre zu sortieren. Da waren viele Sportfilme und ja, so Blockbuster, Thriller und so. Also eine ganze Menge Actionfilme natürlich. Wie ist das, wenn du so auf das Genre guckst von James Bond? Siehst du dich da wieder? Also ist das so ein Genre, was du gerne guckst oder ist das nicht so deine Welt? Nee, das ist schon gut. Das würde Mhm. ich, also ist natürlich ein Klassiker für die ganze Familie, ne? Mhm. Also den kannst du schon gut gucken. Also ist interessant, ja. Ist actiongeladen, von daher ist schon gut. Also das passt schon. Ja. Ja. Was mich an den Bond-Filmen immer so ein bisschen stört, das war damals auch bei der Batman-Reihe so. Das Problem fand ich, war irgendwie hattest du bei allen Filmen, die so kamen, auch bei diesen ganzen Avengers-Filmen und so, die ich dann irgendwie zum Schluss auch nicht mehr geguckt habe, hattest du immer das Problem, dass du immer das Gefühl hattest, boah, um den Zuschauer jetzt richtig zu beeindrucken, muss da erstmal die halbe Welt kaputt gehen und die halbe Welt bedroht sein. Also es war echt immer schlimmer und ich finde, da gab es immer noch so ein bisschen mehr Sorge um die eigene Existenz als in dem Film davor. Also es war ein bisschen wild dann teilweise. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie das dann nicht ganz so groß machen. Also klar ist James Bond jemand, der die Welt rettet und der dafür da ist, dass da Frieden herrscht, aber das war mir immer ein bisschen zu wild dann irgendwie. Ja. Ja, gut, da gibt es ja unheimlich viele Filme, die denn da sehr, sehr krass sind, ne? Also, Ja, weiß ich nicht. Day After Tomorrow geht auch die Welt unter, ne? Braucht auch keiner. Also, aber was mich auch irgendwie nervt, sind diese mega schnell geschnittenen Filme, ja. Also, wo mhm. du quasi eine halbe Sekunde schlägt Kollege A, in der nächsten Sekunde schlägt Kamera 25 wieder aus der Perspektive und das wird alles so schnell da geschnitten ist. Also, ja, gut, ist egal. Will ich mich nicht drüber aufregen. Und da gibt es dann meistens gar keine Handlung mehr. Das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Da gibt es dann viel zu viel Action-Szenen und irgendwie weißt du am Ende gar nicht mehr, worum es da ging und wer da welche Rolle hatte. Und das ist dann immer ein bisschen irritierend. Ja, schwierig ist es insgesamt, wenn ich den Film gucke, mich zurücklehne und denke so, ach komm, nee, muss doch jetzt nicht sein.
Ohne das wäre doch auch okay gewesen. Ich war doch abgeholt. Ja, ja. Ne? Also, ja, ich meine, klar hat die Kiste geile Features und soll sie auch haben, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, Ja, das stimmt. das geht halt einfach nicht. Ja. Naja, genau. So, bei dem Set hier, über das wir die ganze Zeit sprechen, parallel, ist natürlich der Bösewicht auch dabei. Und zwar ist das Goldfinger. Eine Besonderheit bei Goldfinger ist, dass der Auric, also Auric, mit Vornamen heißt. Also heißt er Auric Goldfinger. Und da kann ich jetzt ein bisschen glänzen, weil ich, pass auf, weil ich das mitgenommen habe aus meinem Deutsch-Leistungskurs damals im Abitur. Ich war nämlich richtiger Fan von rhetorischen Stilmitteln und habe die richtig geliebt. Also bei allen möglichen Analysen von Reden oder Gedichten, da hatte ich immer richtig Bock drauf, weil Auric und Goldfinger eine Tautologie ist. Also man spricht da von einer Tautologie, von einer Doppelung, von einer inhaltlichen Doppelung, weil beides hat mit Gold zu tun. Also Auric ist Aurum und Goldfinger natürlich dann auch Gold, also zweimal Gold. Das zu dem Thema fand ich ganz witzig, wollte ich hier ganz kurz mit reinbringen und ich dachte mir, komm, jetzt kann ich mein ganzes Deutsch-Leistungskurswissen hier mal zum Glänzen bringen. Ja, ich habe auch mal wieder was gelernt. Ich bin ja eher immer der Freund vom Oxymoron. Ja. Oh, sehr gut, ja, 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 wunderbar. so, dann gerade Kurve. Mach mal einen Übergang. Auf jeden Fall dieser Goldfinger, Gerd Fröbe. Jetzt werden sich alle Leute denken, Ian Fleming, der Erfinder von James Bond, der hat ja auch was anderes gemacht, was wir vielleicht alle kennen. Familienunterhaltung. Und zwar auch mit Gerd Fröbe und mit Autos. Da gab es nämlich ein Auto, was auch den Namen des Films trägt. Und zwar ist das Chitty Chitty Bang Bang aus dem Jahr 68, glaube ich, 1968. Ist ein richtig geiler Film, muss ich hier nochmal ganz kurz bringen. Ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich immer dran denken, wenn ich an Ian Fleming denke. Dick Van Dyke spielt da mit. Der spielt Caractacus Potts, also auch eine richtig witzige Geschichte. Deswegen ganz kurz von mir. Vielleicht sprechen wir an einem anderen Tag, in einer anderen Folge nochmal von Chitty Chitty Bang Bang. Aber echt ein Geheimtipp, finde ich. Den Film unbedingt gucken, packe ich mit in die Folgenbeschreibung. Ja, neben dem DB5 gab es noch 2 weitere Autos von Playmobil bzw. artverwandt, die in James Bond-Filmen eine Rolle gespielt haben. Die eine Kiste, normalerweise würden wir jetzt immer eine Produktnummer sagen, aber die hat ja gar keine. Lars, was ist denn da los? Da gab es eine Kooperation von Playmobil und Herpa und die haben zusammen den BMW Z4 auf den Markt gebracht. Wenn wir so ein bisschen die Filme vielleicht auch kennen und so ein bisschen die Schauspieler durcharbeiten, dann können wir uns vielleicht daran erinnern, dass Pierce Brosnan in dem Film GoldenEye in einem BMW Z3 gefahren ist. Und wie gesagt, das Nachfolgermodell des Z3s ist der Z4 und der war von Herpa und Playmobil verfügbar. Und das ist schon eine coole Sache, finde ich. Aber wir haben noch ein weiteres Produkt, was in den James Bond-Filmen verwendet wurde, Philipp. Der VW Käfer, und der ist ja wirklich, ich glaube, jedem, der irgendwie mit Playmobil zu tun hat oder nicht zu tun hat, irgendwie bekannt. Weil das Teil ist ja seit 1,5 Jahren in aller Munde, oder? Ja, absolut. Da gibt es ja 2 verschiedene Varianten von. Ne? Gibt einmal den in Gelb, den in Blau und seit, ich glaube, Juni gibt es ja auch die Möglichkeit, sich den individuell auf der Playmobil Homepage zu gestalten in verschiedensten Farben mit verschiedensten Figuren und ich glaube auch sogar mit Aufklebern. Da gibt es nämlich diesen VW Käfer und den VW Bus, ne? Ja, Die gibt es da beide. genau. Hast du ein Produkt davon? Nee, habe ich nicht. Nee, ich habe den BMW nicht. Ich habe den VW auch nicht. Ich wollte mir den mal kaufen, weil der jetzt echt mittlerweile schon ziemlich günstig ist. Also jetzt nicht nur gebraucht, sondern auch neu. Den kriegt man echt schon für einen schmalen Taler. 25 rum, ne? Ja, genau so im Dreh. Ich glaube ja, 25 ist dafür echt ein ganz guter Preis. Und das Witzige ist, ich bin ja wirklich James Bond-Fan, habe alle Filme geguckt. Und du hast mir gesagt, der VW Käfer ist ein James Bond-Auto. Und ich dachte mir so, hey, das ist kein James Bond-Auto. Und dann hast du gesagt, der VW Käfer ist ein James Bond-Auto. Tatsächlich,
Hier kommt George Lazenby wieder ins Spiel. Der ist nämlich 1969 im Geheimdienst Ihrer Majestät mit dem geflüchtet. Ja. Ja, das war es im Prinzip schon zu den fahrbaren Untersätzen, die wir im Playmobil-Bereich, zumindest was eine Straßenzulassung hat. Ne? Ich meine, James Bond ist ja auf ganz, ganz vielen Gefährten unterwegs gewesen. Hm. Skiern, Jetski, Schneemobil. Also da könnten wir noch ein bisschen, aber das machen wir mal ein andermal. Oder fehlt dir noch was? Ja, wir haben eigentlich eine ganze Palette an Innovation, eine ganze Palette an irgendwie Gadgets. Wir haben zum Beispiel auch den Lotus Esprit, der tauchen kann. Also das war ein Highlight in Der Spion, der mich liebte und in Tödlicher Mission. Die gab's, das war eine coole Sache und ich finde, bei den angesprochenen Agents, bei diesen Top-Agents von Playmobil, da gibt es ein Modell, das umgestaltet so ein bisschen aussieht wie der Lotus und ich wollte mir den damals kaufen, diesen weißen Sportflitzer, den es glaube ich in 2 verschiedenen Varianten gibt und wollte den schon mal umgestalten, aber habe ich bisher nicht gemacht, aber so eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Ja, das Ding kann ja nicht nur fahren, sondern hat ja auch in den Schwellern ausfahrbare Flügel. Genau. Genau, und kann 2 Heckleitwerke hochklappen, ne? 2 Raketen zum Schießen Hat alles dabei. und natürlich auch die Propeller für die Unterwassertour. Also die eierlegende Wollmilchsau, wenn es darum geht, in verschiedenen Medien eingesetzt zu werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist einiges dabei und ja, ich glaube, wenn wir über die ganzen Besonderheiten sprechen, wir werden ja auch ein paar Sachen einfach auch nochmal in anderen Bereichen, in anderen Themenbereichen finden. Zum Beispiel gibt es jetzt zum Thema Space auch ganz, ganz viele Produkte und auch ganz viele Produkte, das würde ich in der Space-Folge sowieso nochmal sagen, die mich an den Film Moonraker erinnern. Also da gibt es so viele Parallelen und irgendwie findest du bei allen möglichen Themenbereichen auch irgendwie Sachen, die dich an James Bond erinnern, aber das können wir ja dann separat nochmal machen. Genau. Ja, aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Playmobil James Bond Set. Da fällt uns natürlich eine Sache ganz besonders auf, eine Sache, über die wir zwangsläufig denken, wenn wir über James Bond sprechen. Und zwar haben wir hier natürlich das Auto, das ist wichtig, also der DB5 ist natürlich dabei. Wir haben Goldfinger, der Bösewicht ist natürlich dabei. Wir haben Oddjob, der Helfer des Bösewichtes, der muskulöse Koreaner mit der Klinge in der Hutkrempe. Okay. Aber hier fällt ja auf, dass ein ganz, ganz wichtiges Detail fehlt. Und zwar sind das die Bond Girls. Also wir hätten hier bei Goldfinger auch eine ziemlich gute Auswahl an Bond Girls. Da würden mir sofort 3 einfallen. Und generell ist die Rolle des Bond Girls ja auch immer eine sehr, sehr wichtige. Also denken wir an Ursula Andress als Honey Rider im Film James Bond jagt Dr. No, wo sie Tochter eines Meeresforschers ist, nach Muscheln taucht und die Muscheln dann an amerikanische Touristen verkauft. Am Ende James Bond dabei hilft, Dr. No zu finden. Und ich glaube, jedem, der den Film mal gesehen hat, ist noch im Gedächtnis, wie Ursula Andress da in ihrem weißen Bikini aus dem Meer kommt. Und das ist ja wirklich schon legendär. Und ja, ich glaube, Ursula Andress wurde damit zum Prototyp aller Bond Girls. Die Szene wurde ja so ähnlich dann 2002 in Stirb an einem anderen Tag von Halle Berry als Jinx Johnson kopiert. Also Halle Berry war hier ein weiteres Bond Girl mit großem Namen. Wir haben da natürlich im gleichen Film noch Rosamund Pike, die Miranda Frost spielt. Wir haben Eva Green, die Vesper Lynd spielt. Eva Green, der Dauerbrenner. Ja, immer ein komischer Name. Ja, oder mein Lieblings-Bond-Girl aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt. Britt Eckland spielt da Mary Goodnight. Auch richtig, richtig cool. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Auswahl an tollen Schauspielerinnen. Wir haben Monica Bellucci in Spectre. Wir haben Grace Jones, die im Angesicht des Todes mit ihrer übermächtigen, fast schon viel zu mächtigen Physis agiert und am Ende auch
wie der Beißer unter anderem und Pussy Galore die Rollen wechselt. Also erst sind die Figuren Gegner von James Bond und am Ende dann unterstützen sie ihn. Also die Ja. drei Personen haben da eine Gemeinsamkeit, die echt besonders ist. Und weil ich gerade schon Pussy Galore angesprochen habe, aus dem Film Goldfinger wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, hier im Set mit dabei sein zu können. Honor Blackman spielt die da. Pussy Galore ist Pilotin und Leiterin der Kunstfliegerstaffel von Pussy Galores Flying Circus. Aber wenn man sich jetzt mal den Namen anguckt, dann ja, ist das, finde ich, ein bisschen schwierig, weil Galore heißt ja so viel wie reichlich oder im Übermaß. Und wenn man sich dann anguckt, ja, Pussy, das ist ein bisschen schwierig, wie auch schon bei dem Film Octopussy. Also keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall sehr, sehr wild und auf jeden Fall auch eine andere Zeit. Und ja, ich glaube nicht, dass die Macher von James Bond davon erzählen wollten, dass sie viele Katzen hatten. Also das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Und deswegen, ja, war es vielleicht auch eine ganz gute Idee, Pussy Galore da nicht mit ins Set reinzunehmen. Ja, ja. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass das vielleicht an dem Namen liegen könnte. Oder vielleicht kommt irgendwann noch ein weiteres Goldfinger-Set dann mit dazu, wo Pussy Galore vielleicht im Flugzeug sitzt. Aber ich finde, der Name ist schon wirklich arg unglücklich gewählt. Naja, dadurch, dass sie jetzt da in diesem Set lediglich Figuren aus diesem einen Film drin haben und ich sag mal, bei dem besagten Bond-Girl der Name da schon wohl dann doch ein bisschen schwierig ist. Und ja, dann ist es aber auch nachvollziehbar, dass es das da nicht mit reingemacht haben, ne? Interessant wäre natürlich, wenn Playmobil nochmal eine andere, weiß ich nicht, eine andere Folge nimmt, um da nochmal was zu machen, dass da, ja, ich sag mal, das Bond-Girl nochmal ein bisschen stärker präsent ist oder sowas, ne? Ja. Weiß ich nicht, also wäre schon gut. Auf jeden Fall, weil ich finde, Bond-Girls gehören einfach dazu. Gibt ja auch nicht umsonst Bond-Girl-Rankings. Und von daher ist das natürlich irgendwie immer schwierig, weil die Bond-Girls, wie gesagt, immer ein bisschen merkwürdig dargestellt werden und eigentlich immer zu kurz kommen. Aber wenn man sich jetzt Honey Rider anguckt, die von Ursula Andress gespielt wird, die Muschelsammlerin aus dem ersten Film James Bond jagt Dr. No, dann kann sich jeder daran erinnern, wie die aus dem Wasser kommt in ihrem weißen Bikini und irgendwie so den Maßstab gesetzt hat für Bond-Girls. Und irgendwie war das ja auch Sexappeal. Also es hat ja alles irgendwie auch was mit Attraktivität zu tun. Natürlich dann auch teilweise ein bisschen auf diese äußere Erscheinung runtergebrochen, was dann vielen Bond-Girls irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen oder für viele Bond-Girls vielleicht ein bisschen schwierig war. Naja, gut, James Bond zählt jetzt nicht zum Diversitätsbeauftragten. Das ist so ein Problem, genau, Ja. genau. Aber was sie geschafft haben in den Bond-Filmen, finde ich, ist, dass die ein bisschen mehr Diversität da reingebracht haben. Also man kann dann irgendwie ganz klar am Ende nachher bei Daniel Craig sehen, dass der Gefühle hat, was für James Bond ja als Person nicht selbstverständlich ist. Also der wird ein bisschen sensibler, hat auch eine schwache Seite, vollkommen neu. Also gab es bei keinem der 5 Darsteller zuvor. Wir haben bei Pierce Brosnan schon M als Frau. Das ist eine Besonderheit. Wir haben Q bei Daniel Craig, der dann homosexuell wird. Wir haben bei Daniel Craig auch Moneypenny als Schwarze. Wir haben Felix Leiter bei Daniel Craig als Schwarzen. Also das sind schon so Entwicklungen, die schon ein bisschen sagen, okay, pass auf, hier passiert ein bisschen was und wir sind jetzt nicht mehr der Verein, der hier von alten weißen Leuten regiert wird. Also da ist schon ein bisschen Umdenken passiert. Da musst du dir natürlich immer die Frage stellen, ob das so intrinsisch passiert oder extrinsisch, weil viele Leute sagen, ja, guck mal hier, James Bond, die sind alle weiß da, das ist ein bisschen komisch. Also da muss man dann vielleicht nochmal gesondert drauf gucken. Aber so an sich, finde ich, ist da schon ein bisschen was passiert. Und jetzt kam ja auch dann die Diskussion auf, ob James Bond auch schwarz sein kann. Also da ist ein bisschen Entwicklung, hat ein bisschen Entwicklung stattgefunden. Ja, genau. Ja. Müsste man sich halt angucken, wie das im zeitlichen Verlauf war. Ne? Stecke ich jetzt nicht drin. Also auf jeden Fall. wann sind die Sachen so gekommen und wenn man das gegenüber diesen ganzen Filmen so sieht, weil die Debatte darum ist jetzt ja auch noch nicht so alt. Und ja,
wäre tatsächlich nochmal interessant zu sehen, wann da das, ich will jetzt nicht sagen, Umdenken stattgefunden hat, aber mir fällt nichts Besseres ein. Mhm. Und ja, genau. Wir könnten noch eine ganze Menge mehr über Bond Girls erzählen und vor allem auch über die Bösewichte, die ja in großer Anzahl verfügbar waren. Aber ich glaube, das würde alles so ein bisschen den Rahmen sprengen, Philipp. Hm. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zu einer neuen Runde Kopf oder Zahl kommen. Und dann mal los. James, Ja, Moneypenny. wofür entscheidest du dich? Martini geschüttelt oder gerührt? Geschüttelt, nicht gerührt. Pussy Galore oder Octopussy? Oh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Aber spielen wir doch lieber gleich eine Runde Kopf oder Zahl. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kopf oder Zahl. Ich hoffe, hier gibt es wieder ein paar spannende Fragen in dieser Spielrunde. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, Philipp, die bezieht sich schon mal direkt auf James Bond. Und zwar will ich da von dir wissen, ob du dich für Sean Connery oder für Daniel Craig entscheiden würdest. Ja, dadurch, dass ich jetzt ja nicht der große James Bond-Kenner bin, kenne ich dann aber doch irgendwie eher so die jüngeren Filme und würde mich dadurch auch für Daniel Craig entscheiden. Ich finde, Daniel Craig hat auch, obwohl ich anfangs echt ein Gegner war, Ja, einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also der war echt ein richtig cooler Typ. Ein bisschen anders, so blond, muskulös, bisschen kleiner, wenig elegant, finde ich. Und trotzdem überzeugend. Also ich finde, Daniel Craig ist ein richtig, richtig cooler James Bond. Mein Lieblings-James Bond ist irgendwie immer noch Pierce Brosnan, aber Sean Connery war ja so der Erste und ich finde auch ich wollte gerade sagen, mit Abstand der eleganteste, aber Pierce Brosnan war mindestens genauso elegant, aber Sean Connery ist hier mein klarer Favorit. Also nicht nur, weil er eine Affäre mit Pussy Galore hatte. okay. Ja. Wie lange hielt die? 2 Minuten im Film? Ja, wenn überhaupt. Wenn Ne? Aber das ist überhaupt. ja schon lang. Ja, Das ist schon ja, lang ja, für James Bond. ja. 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 Na gut. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, eine Frage zur Folge. Und ja, dachte so, James Bond, der hat immer richtig Gadgets, ne? Ohne Gadgets geht gar Mhm. nicht. Und daher die Frage an dich, welches Gadget würdest du nehmen? Die Handgelenk-Dartpistole oder die Röntgen-Sonnenbrille? Also ich habe gesehen, irgendwie Röntgen-Sonnenbrille gab es mindestens zweimal, auch unter zwei verschiedenen Schauspielern. Ja. Und du wirst jetzt natürlich sicherlich auch den Film kennen und weißt, ich sag mal so, die Sicht aus der Sonnenbrille. Was Ja. konnte die denn und was würdest du nehmen? Ja, kann ich mich noch daran erinnern, die Sonnenbrille von Pierce Brosnan in Die Welt ist nicht genug. Und zwar war der da in einer Bar und hat natürlich erstmal abgecheckt, ob die Leute bewaffnet sind. Und der hat dann in dieser Bar gesehen, dass einfach ganz, ganz viele Leute Waffen tragen. Also alle Männer oder ziemlich viele Männer und auch ganz, ganz viele Frauen waren da bewaffnet. Und der konnte halt ein bisschen mehr sehen als, ja, als vielleicht notwendig, glaube ich. Wie Das wohl? kann man vielleicht so sagen. Ach, notwendig. Also der hat insgesamt alle metallischen Gegenstände entdeckt. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja, ja, ja. Also die BH-Bügel, war, ja, Reißverschlüsse, genau, in die Richtung geht's, genau. ja, Genau. Piercings ohne Ende. Das haben wir da nicht gesehen, aber Ja. vielleicht so, der Film ist, glaube ich, von 99, so ein bisschen später wäre das natürlich gar kein Problem gewesen. Ja. Künstliche Hüftgelenke, Ja, ja, auf jeden Amalgamfüllung, Fall. Ja, ja, ja. ja. Ja, Ja, Insulinpumpe und Herzschrittmacher. Ja, genau. Ja, ja genau, die Waffe ist, glaube ich, genau von Moonraker, von Roger Moore. Die finde ich ganz cool. Also diese Mini-Kanone quasi aus dem Ärmel. Die ist ein cooles Gadget und ich glaube, in der Welt eines Superagenten, da ist die Handgelenks-Dartpistole, glaube ich, ein bisschen besser, obwohl natürlich auch ganz gut ist, wenn du weißt, über welche Waffen deine Gegner verfügen.
Ja, Also ich würde die Pistole nehmen. Wofür würdest du dich entscheiden? ich nehme dann doch lieber die Röntgen-Sonnenbrille. Aus rein beruflichem Interesse so. Also in dem Fall. Oh, das mit der Dartpistole ist immer so blöd. Also wenn du nicht in geheimer Mission für die Majestät unterwegs bist, glaube ich, Mhm. hast du relativ schnell äh, größere Probleme mit dem Teil. Ja. Mhm. Irgendjemand falsch die Hand geschüttelt oder nach dem Weg gezeigt und äh, zack passiert ein Unglück. Ja. Und ja, dann ist, glaube ich, so eine Röntgenbrille doch im Praxistest, im Alltagscheck doch ein bisschen besser, ja. Ja, das stimmt, ja. Und du bist natürlich auch ein bisschen limitiert mit dieser Pistole. Du kannst da wirklich nur in geheimer Mission damit agieren. Privat vielleicht nicht unbedingt. Und da ist natürlich, wenn auch nicht immer ganz legal, die Brille vielleicht auch hilfreich. Ja, deswegen. Ich nehme die Sonnenbrille. Okay, wunderbar. Ja. Cool. So, und dann kommen wir von der Sonnenbrille zu den Gadgets oder besser gesagt zu den Fahrzeugen von James Bond. Und hier habe ich zwei Fahrzeuge mitgebracht. Und zwar geht's um die Ente, also um den Citroën oder Citroën 2CV und um den VW Käfer. Und das sind, finde ich, auch Autos, die unmittelbar für mich immer zusammengehören. Philipp, Käfer oder Ente? Ja, essen tue ich lieber die Ente. Ähm, Jeder wie er mag, ne? ja, kandierte Käfer hatte ich jetzt noch nicht. Mhm. Aber ja, wenn es ums Auto selber geht, beides sind ja Klassiker. Ja. Aber der Käfer ist wirklich um Längen besser, ne? Ich meine, die Ente, der Citroën, ist ja kein schönes Auto. Ah, okay. Das würde ich nicht ganz teilen. Nee, also dann fahre ich lieber Trabant 601. Ja, auch ein cooles Modell, ja. Der- Aber da wäre ich auch lieber für Wartburg. Ha, ja, ja, Da gehen die Geschmäcker auseinander hier bei uns so. genau. Okay, ich nehme trotzdem den Käfer. Okay, alles klar. Ich bin ein Riesenfan des Citroëns und generell Fan von französischen Autos. Ich finde, glaube ich, alle französischen Automarken besser als unsere deutschen. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, weil wir BMW haben, Audi, Mercedes, Opel. Okay, Porsche ist irgendwie eine andere Liga, also Porsche finde ich irgendwie am besten. Aber ich finde Peugeot, Citroën und Renault richtig traumhaft. Also mag die Autos gerne. Und diese Ente von damals finde ich einfach nur richtig, richtig cool. War ja auch ein Fluchtwagen im Film, weil der Lotus Esprit in die Luft gejagt wurde und dann ist man ist James Bond mit Begleitung in die Ente gestiegen und damit geflüchtet, die ein bisschen getuned war. Zudem hat man, glaube ich, die Szene immer noch ein bisschen vorgespult, damit es schneller aussieht, weil das Auto einfach zu langsam war. Aber die Ente Ja. war ein absolutes Highlight von den Fluchtwagen. Ja, 155er Asphalt-Trennscheiben, ne? als Reifen, 4 Stück. Leergewicht, was denkst du? Was wiegt die Kiste? 600? Ja. Oder ist 600 zu hoch? Ja, Aber so im Dreh, so in ne? dem Dreh, ne? Also 4 Mann, 4 Ecken und die Parklücke ist deine. Und Ja. also gab es da hier Seitenscheibe, auch bloß zum Klappen, ne? Kann ich mir auch vorstellen, oder? Oder hat man noch Ja. Kurbel? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich glaub, die waren auch nicht mal so weit, dass die Kurbel hatten. Mhm. Also ich glaube, das Ding war ja bloß zum Klappen, dass man die Seitenscheibe nicht komplett aufmachen konnte, sondern lediglich in der Mitte geteilt nach unten klappen konnte. Ja. Und ja, das ist nix. Das war nix. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja. Das muss nicht sein, meinst du? Muss nicht sein, da kannst du dich lieber mit einem VW Käfer begnügen, da hast du dann auch ein Stückchen Porsche hinten drin. Das stimmt, ja. Da gibt es ja eine direkte Verbindung historisch gesehen. Und außerdem gibt es den Käfer ja auch von Playmobil in verschiedenen Varianten. Aber ich hoffe mal, dass Playmobil reagiert. Also liebe Grüße an Playmobil. Ich hoffe, ihr macht da was. Ich hoffe, ihr hört das hier. Und ihr bringt irgendwann den Citroën 2CV raus. Ich will die Ente haben. Unbedingt. Also als James Bond Modell. Vielleicht auch kombiniert sogar mit dem Lotus Esprit. Wie auch immer. Ich will die Ente. Kaufe ich mir sofort. Na, zuerst werden sie die Ente machen, weil die ist nämlich als Modell schon da. So, ich will deine Träume auch gar nicht schmälern, Ja. aber jetzt mal zur nächsten Frage kommen.
Und die lautet, lieber Lars, wie folgt. Ja. Codename M. Judi Dench Ja. oder Robert Brown? Oh, das ist eine gute Frage. Finde ich richtig cool. Judi Dench natürlich richtig stark, also richtig starker Charakter. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die erste Frau, die M verkörpert und auch eine, finde ich, die einfach cool ist. Deswegen wird auch zum Ende hin ja immer besser mit Danny Craig, also mit James Bond. Die haben eine viel bessere Bindung, nähern sich so ein bisschen an. Man lernt so ein bisschen mehr über das Privatleben von M kennen. Und ja, Robert Brown ist cool, weil der spielte ja mit Roger Moore zusammen und dann auch mit Timothy Dalton. Also die beiden letzten Timothy Dalton-Filme waren auch seine beiden letzten. Ja, aber ich nehme, glaube ich, trotzdem Judi Dench, weil die richtig, richtig cool ist und eine starke Frau. Und außerdem ist Judi Dench ja auch die erste M, die wir kennengelernt haben damals, oder zumindest mein erster James Bond war GoldenEye und da passt das, finde ich, ganz gut. Für wen entscheidest du dich? Auch für Ersteres. Ja, also Okay. ich habe natürlich jetzt nicht so dieses Fachwissen. Bei dem Robert Brown hätte ich jetzt nicht gewusst, bis wann war der da und so, aber Hm. wenn ich das Bild der Schauspielerin sehe, dann verbinde ich das tatsächlich direkt mit der Rolle auch, ne? Und das ist dann wesentlich präsenter und deswegen nehme ich die auch. Okay, Ja. cool. So, Philipp, jetzt sitzt du vor dem Fernseher oder im Kino und jetzt willst du natürlich irgendwie was trinken, so wie ich hier gerade, und willst dich vielleicht so ein bisschen in Stimmung bringen. Und dann fällt die Wahl ja oft auf Cola. Natürlich gibt es auch Fanta oder Sprite oder andere Erfrischungsgetränke. Viele trinken vielleicht auch Wasser. Aber wenn man sich jetzt für die Cola entscheidet, dann hat sich mir immer die Frage gestellt, Cherry Coke oder Vanilla Coke? Ist eins von beiden deins oder würdest du sagen, kann ich beides nicht? Ich hätte jetzt noch nicht mal einen Geschmack von beiden im Mund. Also, Okay. dass ich mich jetzt daran zurückerinnern kann, das war die eine oder die andere. Ich kann mich noch ans Label erinnern. Ich glaube, bei Vanilla Coke gab es da nicht so einen also Bezug nehmend auf die letzte Folge, so einen Afriko-Streifen? Oder so ein Ja, bisschen die hatten so eine goldene Farbe, das war, glaube ich, so ein Cremegelb. Cremegelb, ja. Oder Cremeweiß, sagt man, glaube ich, ne? So eine Cremefarben. Oder cremefarben war es gehalten. Und jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, Gold. Okay, Und bei der Cherry Coke war früher cool, 2 Cherries dass drauf. ja, nee, die hatten so auch so eine Cherry drauf, aber die hatten damals, ich weiß gar nicht, wann das war, zwischendurch so ein Tigermuster, das war so schwarz-rot. Also richtig, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere Zuhörer erinnert, aber das war eine richtig coole Sache. Und Cherry Coke ist jetzt so Weinrot, glaube ich. Gibt's die noch? Ja, gibt's noch, genau. Die gibt's noch, gibt's auch in den großen Flaschen, also ist wieder im Kommen und gibt's ja jetzt alles als Cola Zero auch, Okay. also ohne Kohlenhydrate. Und witzigerweise, ohne hier was vorwegnehmen zu wollen, bin ich immer noch riesiger Fan beider Modelle und ich trinke gerade Cherry Coke. Okay. Dadurch, dass ich noch nicht mal das Etikett kannte, aber tatsächlich bei der Vanille etwas, ja, zumindest wusste, wie das Designelement war. Ich könnte mich nicht vergreifen im Regal. Ne? Ich Ja. würd schon beim Greifen der Flasche würde ich schon sehen, okay, das ist hier eine Vanille, nehme ich dann halt die. Okay. Also ich nehm die Cherry Coke, da haben wir hier zwei unterschiedliche Antworten. Und ich weiß nicht, ich habe immer wenn ich im Supermarkt bin und wenn ich Lust habe auf Cola, dann weiß ich nicht, nehme ich Cherry Coke, nehme ich Vanilla Coke, aber Cherry Coke finde ich ein kleines bisschen besser und dann kaufe ich mir die. Ja, also für die James Bond Filme ist Cherry Coke immer eine ganz gute Wahl. Ja, Ja, wir hoffen natürlich auch, dass das Thema James Bond eine gute Wahl war, dass ihr so ein bisschen Lust auf das Thema hattet und auch bis hierhin gehört habt. Also wie gesagt, ich finde James Bond richtig, richtig spannend, könnte darüber stundenlang erzählen. Man könnte natürlich über die Bösewichte auch ein bisschen mehr reden. Es gibt viel mehr Bond-Girls, ganz, ganz viele tolle Filme. Aber ich glaube, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Deswegen, ja, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße.
Liebe Grüße, ciao.